Hilfe. 26. Oh. So, du bist drauf. Ja, die Leute sehen dich jetzt. Tun sie das? Ja. Hi. Warum tue ich das? Weiß ich nicht. Mach das weg! Okay, das war jetzt zu laut. Soll ich für dich reden kurz? Ja. Ich hoffe, man hört mich. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Also. Dann mach das selber. Nein, du Let's Plays das. Du wolltest unbedingt ein Horrorspiel Let's Play. So, Aber ich will nicht reden. das Mädel, was ihr da seht, das ist das gute Finchen. Oder Finja eher gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Spitznamen hat. Ne, Finja, ne? Finja. Finja. So wirst du auch dann dich präsentieren als Finja hier, okay. Also ihr Nickname ist ihr Name. Und sie spielt heute ein Spiel, was ich vor langer Zeit mal in der Alpha-Version gespielt habe. Es geht um Remothered, Tormented Fathers. Und ich denke mal, es ist ganz lustig, für das Finchen mal ein bisschen Horror. Ah, es geht mit dem. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Gerade eben hatten wir ein paar Aufnahmeprobleme, jetzt ist es aber gut und ich würde sagen, sie startet einfach und nicht wundern, sie wird wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Sie ist komplett neu in dieser Let's Play-Welt und wir machen das eigentlich nur aus Jux. Wir wissen gar nicht, ob so online kommt. So, Ende aus. Du kannst starten. Ja. Such dir den Speicherplatz aus und dann geht's los. Geht ja nicht. Siehst du alles? Gott! Was? Überfordern die mich direkt mit der ganzen Steuerung. Ach ja, die Steuerung. Ja, okay, das stimmt. Das wird lustig. Ei je. Okay, das kann was werden. Wie geht das jetzt weg? Geh weg! Geh weg! Das lädt noch. Oh. Ah, schön. Herrlich. Jetzt kannst du A drücken. Ich hatte die Schmerzen. Oh. Is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then, Where do you want me to start? from the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know 3 or 4 idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe that all this began. Say goodbye, hearty frost from my eye. If you leave me, sure you miss me.
you lose something in the sky. Come on, let's dance. We don't have any chance. Give me a kiss, so you know what you're gonna miss. If you fly, you lose something in the sky. Listen to me, the romance leave us free. But needs to be taken care of. Das hätte irgendwie passt. Oh, herrlich. Okay. Jetzt nach der Kamerafahrt geht's los. Feels like it's gonna rain again. Das ist so leise. Wie krieg ich das lauter? Was rechts in der Rechts ist hier. Warte mal. Ah. Dankeschön. Bitte. So, Kamera. Okay, gut. Gehen? Gehen. Wie geht gehen? So, A ist, keine Ahnung. Okay, da ist schon mal... Kann ich jetzt nicht machen. Ja, nee, ist klar. Wolltest du mit der Pinkel gehen? Das kann ich nicht. Ja, wo muss ich denn hin? Ja, das ist ja das Spiel. Jetzt ist mal rausgehen, wo muss. Ich weiß es. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß, ich hab's ja angetestet. Ja, aber die sagt ja nicht mal was. Die raucht ja ihre Zigarette, schmeißt sie fort und dann... Du musst dir überlegen, die ist alleine. Mit wem soll sie reden? Die wird doch gleich nicht In den anderen Spielen, wenn die alleine sind, reden die auch mit sich selber. Ja, aber das ist halt ein anderer Publisher. Kann die nicht ein bisschen was schneller gehen? Das kann ich jetzt nicht machen. Je. Hast kein, oh, siehst du, jetzt hast du schon mal gewechselt. Das ist gut. Aha. Ja, kannst du laufen. Okay, Das da wird kommt. später wichtig sein. Guck mal, ich würde mal alle Knöpfe drücken an deiner Stelle. Bin ich ja dabei, aber der Gut, das kann ich jetzt nicht machen. Vergiss nicht, du hast... Genau, perfekt. Die läuft ein bisschen doof, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Soll ich dir sagen, wo du hin musst? Ja, bitte. Okay, dann dauert das zu lange. Hier rechts. Da. Hier rechts. Da. Da wäre ich, das hätte ich gar nicht gesehen. So, okay. Ja. Ja. Da rechts. Eine Klinge. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Ist doch viel zu gut dafür. Übrigens, Leute, nicht wundern. Es ist scheiße heiß heute. Also falls man ein bisschen verschmiert wirkt, ich wäre wahrscheinlich schon am Tropfen. Die gute Finja, die sieht verhältnismäßig sehr gut aus für diese Temperaturen. Also
verhältnismäßig sehr gut aus für diese Temperatur. Ich will es nochmal erwähnt haben, weil das kleine Mädchen tut sich da ein bisschen schwer mit. Schleimer. Die rennt? Echt? Ja, Es sieht so das bescheuert aus. ist echt ein bisschen gaga. Aber du hörst alles, ne? Ja, ja. Hören tue ich. Alles gut. Ist auch interessant. Darfst du von hinten die ganze Zeit auf den Arsch glotzen. Wow. Oh, später darfst du auf einen anderen Arsch glotzen. Und das wird dann nicht mehr so wow sein. Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? Nee, die hat einmal gegengekloppt. Keine Ahnung, warum die das... Haben wir öfters gekloppt. Nein, ich habe nur einmal auf den Knopf gedrückt. Okay, gedrückt. Oh schön, diese Kackfliege. Du läufst richtig? Ich laufe richtig. Ja, Okay. das war eine Aussage, ne? Hätten sie auch mal gießen können. Vielleicht helfe ich dir nicht mehr, ne? Sonst ist das Spielprinzip die Katze. Sieht irgendwie abgeranzt aus. Ja, der arme Kerl, der hat ein großes Grundstück. Boah. Selbst schuld. Kümmere dich immer um alles, ne? Denke ich mir dann auch immer so. Also, ich habe kein großes Grundstück, also ich denke es mir nicht immer so, aber an seiner Stelle hätte ich auch keinen Bock. Klapp, klapp. Good evening. I Miss am... Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the I know. Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's Oh, pathology. no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Boah, der arme Rechner, der ist am Rühren. Ja. Bei der Hitze. Ist ziemlich laut. Ist anstrengend auch für ihn. Weil du machst das schon. Diese scheiß Fliege ist ja immer dreister. Guck mal, wie die hängt. Ja. Obwohl, ich bin ja blöd. Aha. Wow. So, jetzt bist du drinne. Wow, ich bin drin. Du machst wieder Boris Becker. Ich bin drin, bloß so einfach. Weißt du noch damals, war das AOL oder so, wo der ins Internet rein wollte? Please, Ich this bin way. drin. Das ist ja einfach, weißt du noch? Weiß nicht mehr. Nein, weiß ich nicht. Vor deiner Zeit. Kann sein. Yes, such a shame. You should quit. Das ist No, übrigens Finjas Ende gewesen. Not only for your health, but it's also very Oh, jetzt kann expensive. die nicht rennen. Money Nein, and time dieser wasted. Dialog, ja. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Wenn dir das Do Spiel you eigentlich assist zu Mr. dunkel Felton ist all und day? du siehst, Oh weil es, no, from grundsätzlich midday to hell 8 ist, p.m. dann Then I go müssen wir back das in home. den Einstellungen I ein live bisschen near here. nicht so leicht If needed, he can machen. contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. Ich laufe What gegen can you niemanden. tell me about her? I met her just a couple of times. Man sieht ja She's nichts. usually out or locked Ja, in her das ist ja, bedroom es when I'm here. ist dunkel, ne? Let's say Wollen wir es they heller don't machen? seem to get along. Drück mal Start. I didn't know. Aua. But, you know, when she's home, she listens to the same... So, dann gehen wir auf Einstellung. Helligkeit. Ja. Was ist
music. warm. The That's same not- song. Ja, Over and dankeschön. Bitte sehr. Ding. Die Jugend. Ja, Mutti fragt. Alles Ach, die fit. Mutti. Die Warte, Mutti. Ich send der Mutti mal ein Foto. Ich send der Mutti, das kommt auch auf Instagram. Die Leute sollen Bescheid wissen. So, wo ist die Mutti? Mann, ist ja richtiger Raumschleicher, die Alte. So, jetzt habe ich als nach Mutti gesucht. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Aber kein Schwanz-Weiß war. Schwanz-Weiß? Schwanz-Weiß? Was? Nix. Okay, schau dich um. Ja, das tue Ob ich. du Sachen bedienen kannst. Ich glaube, das wird dann immer angezeigt als weiße Puppen. Ja, wie da zum Beispiel. Nimm doch. Ja, die Mach. Hand ist jetzt nicht da. Du musst so Och. stehen, dass die Hand dir angezeigt wird. Was ein Driss. So, jetzt. Möchtest du das gerne den Zuschauern vorlesen? Drücke A, um die andere Seite zu sehen. Drücke B zum Hinlegen. Du weißt, was ich meine. Ja, ich muss dir erstmal unten lesen. Also. Du musst das nicht lesen. Das ist das erste Mal, Ja. dass du Let's Plays. Du kannst auch einfach langsam runterscrollen und jeder, der das lesen möchte, Mhm. du kannst es dir auch selber kurz im Kopf durchlesen und den Zuschauern sagen, was da steht. Das geht auch. Wie du es am liebsten hast. Die haben doch selber auch. Die haben das selber auch gelesen. Dann scroll mal langsam mit dem runter. Und wie du siehst, ist da rechts ein weißer Strich und das heißt, da ist noch unten mehr Text. Genau. Ja. Damit die das auch langsam lesen können. Ja, so langsam muss es nicht. Die können auch auf Pause drücken, wenn sie es lesen wollen. Ist ja gerade Ach, du siehst selber. auch, okay. Okay. Hm. Das ist eine Statue, meine Damen und Herren. Die bewegt Eine ab Statue. und zu ihre Augen und ihren Mund. Hm. Ja, Sehr schön. Hast du verstanden, um was es geht? es ist sehr viel Text. Ja, okay, ja, stimmt, das ist wahr. Hm. Ich finde das sehr schön, dass du dich angeboten hast zu Let's Play. Mhm. Wie gesagt, aus freiwilligen Stücken natürlich. Au. Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But, pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because? Inadequacy of the sanitary treatments within the structure.
That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Mr. Felton. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life.
Gibt auch Flecken. Als ob das Schlimmste wäre, was auf dieser Couch drauf war. Ich will's nicht wissen. Das Ich war- will's nicht das wissen, war ein bitte. Witz. Nein. Kopfkino, ja. Ja. Du spielst schon ein Horrorspiel. Aber dazu wollte ich kein Kopfkino. Das war nicht inklusive. Ja, irgendwie schon. Ist doch schön. Siehst du es gratis. So, jetzt fängt der Horror an. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Oh ja. Oh ja. Ich bin mal gespannt, wie oft du sterben wirst. Hi. Jetzt helfe ich dir erstmal nicht. Irgendwann, wenn du sagst, du bist am Verzweifeln, dann kann ich dir helfen. Aber jetzt wäre es erstmal doof, dir zu helfen. Untersuche das Verschwinden von der Tochter. Finde die Quelle der Melodie. Okay. Du siehst, du kannst überall Mhm. Das wirst du später brauchen. Ein Versteck. Mann, die Schuhe quietschen ja bis nach sonst wo. Nix drin. Ich finde das immer so interessant. Was? In den Horrorspielen, wenn die Frauen schleichen wollen, mit hohen Schuhen. Es ist sehr intelligent. Hat die hohe Schuhe an? Darauf habe ich nie Ja. geachtet. Man hört's bei jedem Schritt so klack, klack. So, klack, klack, okay. Hallo. Wow. Du wirst noch mit der Zeit rauskriegen, wie riesig die ist. Hat auch mehrere Etagen. Das ist gut, dass du das aufgehoben hast, denn sollte er dich mal erwischen, dann kannst du ihm das gegen die Birne hauen. Drücke LT zum Zoom. Das ist halt, wenn er vorbeiläuft, immer noch gucken kannst, ist er noch in der Nähe oder nicht. Jetzt gebe ich dir doch Tipps. Ich kann es nicht sein lassen. Ach ja. Komm sofort wieder. Kein Stress. Nimm's doch. Leck mich doch in die Tasche. Was ne Geburt? Hä? Noch mehr Zeug. Wie viel liegt denn hier rum? Au. Brücke. Ich werd alt. Ungewohnte Position. Nee, das nicht. Kannst du auch keinen Rückenschmerz mit fast 19. Boah, hier ist aber echt eine andere Luft. Ja. Da sagst du was. Ach ja. Aber wie kann man sich in so einem Riesenhaus zurechtfinden? Die will die Sachen nicht. Oh! Muss ich die wieder zumachen?
musst, sagen wir es mal so, wenn da ein alter Mann ist, der denkt, er wäre alleine, weil seine Haushälterin nicht mehr da ist, wäre es vielleicht besser. Du willst ja keinen Verdacht schöpfen. Sind wir mal nett. Zimmermann. Oh, Alles gut. Abriss. Abriss, genau. Wenn ich jetzt singen könnte, hätte ich jetzt Wrecking Ball gesungen, aber... Das würde die Zuschauer natürlich sehr freuen. Nein. Nein. Die Kosten für die Hörgeräte möchte ich nicht tragen. Können doch leiser schreiben. Was ist leiser? Oh, oh, mach das aus. Mach das aus. Du hast gerade Radio angemacht. Ja. Scheiße. Lauf weg. Lauf woanders hin. Wie? Echt? Echt? Ja, wenn er jetzt schon das suchen sollte, dann hast du ihn dann dahin. Warte mal lieber zu sich. Och man, ich wusste nicht, dass das ein Radio ist. Ich hab's schon Cry. Ich will hier gar nicht mehr raus. Ich muss. Du hörst ihn. Wenn er läuft, dann müsstest du ihn auch hören. Das heißt, er jagt dich scheinbar noch nicht. Das ist noch nicht so weit. Ich würde mal in der obere Etage gehen. Ich würde es nicht nochmal anmachen. Oh Gott, ich hab gedacht... Ich hab gedacht, dann kann ich es jetzt ausschalten. Ich dachte, es ist an. Ach, Mann. Scheiße. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, geht's dann aus? Warum tue ich das? Was genau? Ach, das Gewitter. Jetzt werden wir das Radio sinnlos anschalten. Ja, das weiß ich auch nicht. Hier liegt ja so viel Zeugs auf dem Boden. Einen Tipp kann ich dir aber geben, wenn du einen Spiegel siehst, oder? Spiegel. Ja, hatte ich auch schon. Da kannst du speichern. Es lag hinten einer auf dem Tisch, aber... Nee, der ist meistens an der Wand. Oder? Ach so. Ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile auch dazu gehören, aber... Ist zu. Wow, ich brauche etwas, um es verwenden zu können. Ach nee. Ich will dich nur darauf aufmerksam. Ich meine, das Spiel denkt von dir, was für eine spielt, dass die zweimal die Uhr anmacht. Hallo! Hallo! Rufst du den Opa schon? Hallo! Opi! Ey. Du lässt das andere fallen. Du kannst nicht so viel auf einmal halten. Ach, das erklärt mir, warum ich die ganze Zeit wie ein Idiot mich freue, dass ich so viel finde. Tja. Guck mal, dreh dich mal bitte kurz um. Wow. Ist da... Ja, nochmal nach links mit der Kamera kurz. Da, ist da nicht so ein Spiegel an der Wand? Hier links, sofort. Da ist nichts, ne? Ist da ein Spiegel Nee. oder so? Nee. Scheiße, der war nämlich vorher da. Okay, jetzt, dann weiß ich auch nicht, wie ich den anspreche. Wo soll ich denn jetzt irgendwas so... Geh hoch. Nein, ich betätige nicht den Aufzug. Du musst hoch. Ich nehme die Treppe. Ach, das ist wieder zum Verstecken. Ja, das wirst du sehr früh brauchen. Ich kann dir auch mal als Tipp geben, es kommt auch ein Minispiel auf dich zu, wenn er denkt, dass du in dem Schrank bist. Dann wird er neben dem Schrank stehen und lauschen, ob du da drin bist. Und dann musst du ganz leise irgendwie so einen Kreis irgendwo hin. Das wird noch ganz lustig. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es war, es ist zu lange her. Wie kann man auch so dämlich sein und einfach in fremder Leute Häuser rumschleichen? Prinzipiell gesehen ist sie es eigentlich selber schuld. Sicher. Es raschelt was. Ich glaube, es war meine Glocke. Was? Was für eine Glocke? Gott, und du packst auch noch
Meine Glocke. Das habe ich noch nie gesehen. Von wem hast du das? Ich bin prinzipiell schon immer ein Kind gewesen, was auf die Glocken von Lind... Ich wollte Ostermänner sagen. Osterhasen und Weihnachtsmännern steht. Ah, Schon immer. das ist jetzt so ein Glöckchen, was die um den Hals haben. Das hast du jetzt auch da. Genau. Was kannst du erzählen? Das freut die Zuschauer. Als kleines Kind habe ich sie geklaut. Das war nicht so schön. Das gab immer Ärger. Aber naja. Ja, Clown ist prinzipiell mit Ärger verbunden. Ja. Siehst du gut genug oder ist es immer noch zu dunkel? Nee, ich sehe sehr gut. Mann, diese war ganz schön am Häscheln. Boah, es ist so riesig. Überall Zeug zum Nehmen, was ich letztendlich eh nicht brauche. Nee, aber du weißt schon mal, was du Ja, doll. Oh, du solltest die anderen nehmen. Nein! Das Let's Play geht jetzt 5 Stunden lang nur so. Mann. Replay! Ey. Mach die verkackte Schublade zu. Ich wollte gerade sagen, ob die Finja es schafft, die Schublade jemals zuzukriegen, das bekommen wir in der nächsten Folge raus. Du findest auch in den Schubladen nichts Relevantes. Erstmal muss was. Ich hab keine Lust mehr. Ja, dann geh weiter. Ist alles richtig. So, Bots ist zu. Ah! Sesam, öffne dich. Sollte ich sie zumachen? Ich mach sie zu. Das lass ich dir. Bleib mal kurz da an der Ecke stehen. Die sagen mal Tschüss bis zum nächsten Mal. Dann verabschiede ich mich. Scheiße. Hier sehen sie eine Wand. Hier sehen Sie eine Wand. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, hier machen wir dann Pause. Bis zum nächsten Mal. Wow.